Ist A++ jetzt eigentlich automatisch A und A++ dann automatisch B? Oder was sagen die neuen Energieeffizienzklassen über unsere älteren Geräte aus? Schluss mit dem Rätselraten, das klären wir jetzt auf. Hi, ich bin Robin und erkläre dir jetzt alles rund um die Energieklassen und was da für dich drin ist. Hast du eigentlich schon unseren Kanal abonniert? Wenn nicht, solltest du das auf jeden Fall jetzt direkt nachholen, damit du keine Folge mit wertvollen Energiespartipps mehr verpasst. Wir müssen reden, und zwar über das neue Energieeffizienzklassen ABC. Statt Transparenz gibt es noch viel zu viele Missverständnisse mit dem neuen Label. Schon 2017 diskutierte die Europäische Union über mehr Klarheit in Sachen Label für die Energieeffizienz unserer Elektrogeräte. Mit der Kampagne Label 2020 war es dann soweit. Die neuen Klassifizierungen lösten die alten ab. Und im März 2021 war dann der Startschuss und damit dann auch Schluss mit A++, A++ und dem ganzen Wahnsinn. So schnell kann's gehen. Die neuen Energieeffizienzklassen heißen dann A, B, C, D, E, F und G. Die Buchstaben sind von grün bis hin zu Signalfarbe rot gekennzeichnet. Grün ist die beste und rot die schlechteste Energiebilanz. Grundsätzlich alles ja verständlich, aber kannst du jetzt die alten Bezeichnungen A++ oder A++ den neuen Klassifizierungen zuordnen? Nein? Ja, damit bist du nicht allein, aber das klären wir jetzt mal. Noch immer Verwirrung bei den neuen Energieeffizienzklassen? Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum eigentlich jetzt diese Umstellung? Ganz einfach, durch den Verzicht der ergänzenden Pluszeichen, also wie A++, A++ und A+, sollte mehr Transparenz geschaffen werden. Im Wandel der Weiterentwicklung unserer Technologien wären die nächsten Geräte vermutlich irgendwann mit A++, gekennzeichnet worden, um eben die höhere Effizienz der Geräte irgendwie erkennbar zu machen, aber mit dem neuen Label endet dieser Plus-Wettlauf. Wenn du jetzt mutmaßt, dass irgendwann wieder mal ein Plus hinter dem A auftaucht, kann ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Die EU hat sich wirklich darauf verständigt, dass es bei einer geschlossenen A bis G-Skala bleiben wird. Wenn allerdings, Achtung, ein signifikanter Anteil neuer Elektrogeräte die Klasse A oder B zukünftig erreichen sollte, dann fände eine Neuskalierung statt. Das wird aber vermutlich noch bis zu 15 Jahre dauern. Bis dahin behalten wir einen guten Überblick. Naja, obwohl, die eigentliche Herausforderung liegt ja darin, unsere älteren Geräte unter dem neuen EU-Label einordnen zu können, mit der Frage, ist mein A++ Kühlschrank jetzt ein A-Kühlschrank? Nein, so einfach ist das leider nicht. Neue EU-Energielabel, also auch neue Effizienzklassen. Der Unterschied zwischen dem alten und neuen Label ist zwar äußerlich erkennbar, aber was sagt A bis G jetzt über Effizienz aus? Mit der EU-Reform wurde die neue Energieeffizienzklasse A so hoch angesetzt, dass viele Elektrogeräte diesem Maßstab noch gar nicht gerecht werden. Schon deshalb kann dein älterer Kühlschrank A++ nicht mehr dem aktuellen Maßstab von A entsprechen und kann bei gleicher Ausstattung und Technik zukünftig in A, B, C oder sogar D eingestuft werden. Ja, tatsächlich. Und ein A-Kühlschrank bekäme heute vermutlich ein G-Label, das nur mal zur Einordnung. Ja, du merkst es schon, eine direkte Übersetzung vom alten auf das neue Label ist nicht übertragbar, auch weil jedes Gerät neu bewertet wird. Die Idee hinter der Reform: mit dem hohen Standard an ein A- oder B-Label sollen die Hersteller gefordert und ermutigt werden, ihre Elektrogeräte mit höchstmöglichem Standard und einer vorbildlichen Energieeffizienz auf den Markt zu bringen. Das ist doch eigentlich ganz cool. Die Konsequenz: alle zu klassifizierenden Produkte werden unter labortechnischen Kontrollen und genau festgelegten Bedingungen getestet. Dabei werden verschiedene Dinge geprüft: das Volumen, die Kapazität, die Leistung, der Energieverbrauch und weitere spezifische Variablen, je nach Erwartung an das Produkt. Bei Waschmaschinen wäre das beispielsweise der Wasserverbrauch. Die Ergebnisse werden dann in mathematische Algorithmen eingespeist und berechnet wird dann ein Energieeffizienzindex, der dann eben in eine entsprechende Energieeffizienzklasse übersetzt wird. Das ist der neue Prozess zur Bestimmung der Energieeffizienz von Elektrogeräten. Letztlich müssten alle älteren Geräte, die mit dem alten Label gekauft wurden, diesen neuen Prozess durchlaufen, um zu prüfen, welchem Standard sie tatsächlich entsprechen. Der große Vorteil der Reform: mit den neuen strengeren Prüfregeln kannst du dich als Verbraucherin oder Verbraucher auf realistische Ergebnisse verlassen und entsprechend handeln, um Energie und am Ende Geld zu sparen.
Geld sparst du natürlich auch mit einem günstigen Stromtarif. In der Infobox findest du einen Link zum Stromtarifrechner der NBW. Check doch mal aus, ob du mit einem Wechsel da auch noch sparen kannst. Übrigens, mit der NBW kommt 100% Ökostrom zu dir ins Haus. Was ist noch neu auf dem neuen Label? Neben der Energieeffizienz findest du auf dem aktuellen EU-Label neue wichtige Informationen, die dir bei einer Kaufentscheidung helfen, das richtige Produkt zu finden. Schauen wir uns das Beispiel einer Waschmaschine genauer an. Was ist neu? Mit der Europafahne erkennst du auf den ersten Blick, dass es sich um das neue EU-Energieeffizienzlabel handelt. Die bunte A bis G-Skala ist der Richtwert und der schwarze Buchstabe rechts zeigt dir an, in welcher Klassifizierung sich das Gerät im Labor bewährt hat. Direkt unter der Skala wird der Stromverbrauch angezeigt und hier gibt es eine besondere Neuheit, die ich etwas ausführlicher erklären muss. Statt des Jahresverbrauchs wird der Stromverbrauch bei Waschmaschinen jetzt auf 100 Durchläufe reduziert angegeben. Erkennbar an dem Icon rechts daneben, die Ziffer 100 mit einem kreisrunden Pfeil. Diese genauere Energieangabe findest du jetzt auch bei allen anderen Elektrogeräten, die individuell im Einsatz sind. Das macht den genaueren Verbrauch für Singles beispielsweise viel nachvollziehbarer. Kühl- und Frostschränke sind eher im Dauerbetrieb eingesetzt und deshalb bleibt es bei diesen Geräten wie gehabt beim Jahresverbrauch. Neu sind auch ein paar Icons unten samt Zusatzinformationen und Design. Starten wir mal mit dem bekannten Icon oben links, das dir anzeigt, wie viel Kilo Fassungsvermögen die Waschmaschine hat. Und rechts daneben ist neu, die Uhr zeigt an, wie lange das Eco-Programm läuft. By the way, das darf übrigens nicht länger als 4 Stunden laufen. Das dritte Icon zeigt dir den Wasserverbrauch an und das vierte unten links die Schleuderwirkungsklasse mit einer eigenen Klassifizierung darunter, die auch neu ist. A ist natürlich da wieder die beste Klasse. Rechts daneben wird die Lautstärke beim Schleudern in Dezibel angezeigt. Auch hier darunter wieder neu die Geräuschemissionsklasse. Bis hierhin finde ich die neuen Informationen schon mal gut und auch einfach verständlich. Die beste Neuerung habe ich mir natürlich bewusst bis zum Schluss aufgehoben. Und zwar der QR-Code oben rechts auf dem Label. Wenn du den abscannst, bekommst du umgehend alle wichtigen Informationen über das Gerät, vor dem du gerade stehst und eben überlegst, ob es überhaupt das Richtige für dich sein könnte. Also ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich finde das eigentlich super praktisch. Welche Geräte tragen inzwischen das neue Label? Das aktuelle EU-Energieeffizienzlabel ist für viele Elektrogeräte, aber auch für Heizungen und Klimageräte vorgeschrieben. Bei der Masse an Produkten erfolgt die Überarbeitung aber nur schrittweise, weshalb die Klassifizierung einiger Produkte noch in Arbeit ist. Hier ein Überblick, welche Geräte bereits mit einem neuen EU-Label seit dem 1. März 2021 glänzen. Geschirrspüler, Waschmaschinen, kombinierte Waschtrockner, Kühl- und Gefriergeräte, Weinlagerschränke, Fernseher und Monitore sowie Leuchten seit September 2021. Elektrogeräte wie Trockner, Staubsauger oder Backöfen erhalten ab 2024 neue Energielabels. Heizungen und Klimageräte voraussichtlich dann ab 2026. Mein Fazit? Mein Fazit schließe ich mit der Frage, die mir heute jemand vom Team gestellt hat. Und zwar, lohnt es sich eigentlich für mich, meine alten Geräte zu entsorgen, um dann neue zu kaufen? Weil die sind ja viel effizienter. Wenn du dir die Frage auch gestellt haben solltest, direkte Antwort, keine gute Idee. Auch wenn sich natürlich die Firmen und der Handel von Elektrogeräten sehr darüber freuen würden. Ich denke aber im Sinne der Nachhaltigkeit, dass niemand ältere Geräte entsorgen sollte, die noch funktionieren. Nur weil sie jetzt in der Skala ein bisschen runtergerutscht sind. Das bedeutet ja nicht, dass die schlecht sind. Selbst wenn dein alter, also sehr alter Kühlschrank oder Gefrierschrank, der nicht mehr dauerhaft in Benutzung ist, 1- bis 2-mal im Jahr den frostigen Auftrag bekommt, die Getränke deiner Party zu kühlen, fällt das energetisch und in der Stromrechnung nicht so sehr ins Gewicht, dass man den kleinen Helfer nun auf den Schrottplatz schlicken muss. Bleibst schön bei mir. Ergo, die neuen Energieeffizienzklassen sind für dich nur bei einem Neukauf relevant, um dich eben bei der nächsten Kaufentscheidung zu unterstützen. Also gib den neuen Labels ruhig mal eine Chance. Sie wurden für uns reformiert, um für dich und mich die bestmöglichen Informationen bereitzustellen, ein energieeffizientes Gerät zu finden, das zu unseren Bedürfnissen passt. Ich hoffe, dass dir diese Informationen jetzt weitergeholfen haben. Wenn ja, gib uns gerne einen Daumen nach oben und lass auch ein Abo da und aktiviere das Glöckchen. Dann sehen wir uns schon bei der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Du bist richtig reingekommen. Das ist schön, oder? So wenig auch schön. Ich denke aber im Sinne der Nachhaltigkeit, dass niemand ältere Geräte... Mit der Europafahne erkennst du auf den ersten Blick, dass es sich um das neue EU-Energie... Gib den neuen Labels eine Chance.